Hallo liebe Freunde, danke für das Einschalten. Vielen Dank für eure Unterstützung. In diesem Video lade ich euch ein, mit mir einen Spaziergang rund um den Wohnkomplex Soyuz zu machen. Es geht um einen modernen Wohnkomplex in Irkutsk, den ich euch heute zeigen möchte, falls jemand von euch plant, nach Irkutsk zu ziehen. In einem meiner früheren Videos habe ich diesen Wohnkomplex bereits gezeigt. Das war im November letzten Jahres. Damals ging es um 3 Wohnkomplexe. Doch in diesem Video möchte ich den Wohnkomplex Soyuz noch einmal gezielt vorstellen, damit ihr ihn besser kennenlernen könnt. Der erste Teil des Wohnkomplexes wurde vor etwa 9 Jahren gebaut. Derzeit wird in der Nähe der zweite Teil errichtet. Wenn ihr hier eine Einzimmerwohnung kaufen möchtet, muss man mit einem Preis von etwa 80.000 Euro rechnen. Dieser Wohnkomplex befindet sich auf der anderen Seite des Flusses Angara vom Stadtzentrum. Mit dem Bus dauert es ungefähr 20 Minuten, um ins Zentrum zu gelangen. Es gibt eine Bushaltestelle in der Nähe, aber dort halten nur wenige Busse an. Daher wäre es besser, wenn ihr ein eigenes Auto habt. Dieser Wohnkomplex eignet sich gut für junge Menschen und Familien mit Kindern. In der Nähe gibt es mehrere Bildungseinrichtungen, und zwar die Polizeiakademie und die Technische Universität. Daher könnte man hier auch eine Wohnung als Investition kaufen, um sie an Studierende zu vermieten. Allerdings besteht das Risiko, dass Studierende die Wohnung beschädigen können, so dass später eine Renovierung erforderlich sein könnte. Auch verläuft in der Nähe eine Eisenbahnstrecke. Allerdings gibt es dort keine Haltestelle. Aber wenn ihr gerne Züge beobachtet, ist dies ein guter Ort für Spaziergänge entlang der Gleise. Für ältere Menschen ist dieser Wohnkomplex weniger geeignet, da es in der Umgebung keine Spazierwege gibt. Man muss bis in das benachbarte Akademgorodok gehen, wo es einen Park und viele Bäume gibt. Mir persönlich gefällt das Leben in Irkutsk, da die Stadt viele Sonnentage und ausreichend Schnee hat. Der aktuelle Winter in Sibirien ist relativ mild. Der Baikalsee ist bisher nur in der Nähe der Insel Olchon zugefroren. In der Nähe des Dorfes Listwanka und der Stadt Sludjanka gibt es noch kein Eis, aber es besteht die Möglichkeit, dass sich Anfang Februar Eis bildet. Also herzlich willkommen am Baikalsee, liebe Freunde. Die Einwohnerzahl von Irkutsk beträgt etwa 600.000 Menschen. Das ist halb so viel wie in Novosibirsk. Irkutsk liegt näher an asiatischen Ländern wie der Mongolei und China. Von hier aus ist es auch praktisch, in den russischen fernen Osten zu reisen, nach Chabarowsk und Wladiwostok. In der Stadt sieht man hauptsächlich japanische Autos mit Rechtslenkung. Die Preise für Lebensmittel und Immobilien in Irkutsk sind höher als in Novosibirsk. Das liegt an der Logistik. Große Lagerhäuser für Lebensmittel und Baustoffe befinden sich in Novosibirsk, da diese Stadt als Hauptstadt Sibiriens gilt. Trotzdem finde ich Irkutsk eine gemütliche und kompakte Stadt, in der man lange und glücklich leben kann. Das Wichtigste ist, etwas zu finden, womit man sich hier beschäftigen kann. In der Umgebung gibt es viel schöne Natur, ganz zu schweigen vom Baikalsee, den man jedes Wochenende besuchen kann. Ich lade euch ein, Irkutsk als Touristen zu besuchen und mit eigenen Augen zu sehen, was hier passiert. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Ich beantworte eure Fragen ganz gerne. Im weiteren Verlauf dieses Videos hört ihr den Originalton. Vielen Dank, dass ihr regelmäßig meine Videos anschaut. Ich wünsche euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald wieder in meinen neuen Videos auf diesem YouTube-Kanal. Auf Wiedersehen und bis bald. Tschüss.